Hallo liebe Hausbauhelden, ja, zum Thema Bungalow. Da hört man ja eigentlich immer, das kann ganz schön eng werden und es ist nur was für Singles oder Rentner. Wir treten heute gemeinsam mit Verena und Michael den Gegenbeweis an. Die beiden haben es nämlich geschafft, in ihrem Bungalow hier nicht nur 2 Kinderzimmer, sondern auch ein Büro und Technik auf 140 Quadratmeter zu vereinen. Ja, und nicht nur das, ja, der wahre Wow-Effekt, der liegt hier im Grundriss. Die beiden haben nämlich nicht nur für jetzt geplant, sondern sehr, sehr clever auch für die Zukunft. Das lieben wir ja nur und deswegen schauen wir uns jetzt das gemeinsam an. Tja, liebe Verena, lieber Michael, den meisten Leuten reicht ja ein Hausbau im Leben, aber ihr habt euch gedacht, nee, wir haben schon mal gebaut, wir bauen jetzt neu. Jetzt müsst ihr unserer Community mal sagen, wie kommt man denn dazu? Das war eine kurze Überlegung, und zwar war dieses Grundstück damals schon unser Wunschgrundstück, stand aber damals nicht zum Verkauf. Und da wir im Ort bleiben wollten, haben wir gesagt, okay, dann bauen wir einfach auf dem ersten Grundstück. Und haben da eigentlich auch schon unser Traumhaus gebaut, aber halt mit 2 Vollgeschossen und so und dieses klassische Haus, wie man sich so ein Einfamilienhaus halt vorstellt. Und als dann 2023 bekannt war, dass dieses Grundstück zur Verfügung steht, haben wir wirklich gehadert am Anfang, aber uns dann ganz schnell dafür entschieden, nochmal zu bauen und dann eben alles ebenerdig und als Bungalow. Wir hatten schon überlegt gehabt, ein Bungalow zu bauen, aber damals waren wir halt noch relativ unerfahren von der Planung her und haben uns dann einfach für ganz klassisch 2 Stockwerke, Satteldach, fertig. Und warum dann jetzt ein Bungalow? Also was waren da so eure Kriterien, außer mal, ja, es ist alles ebenerdig. Was steckt da bei euch für ein Wunsch dahinter? Wir haben halt auch in die Zukunft gedacht. Unsere Kinder sind jetzt mittlerweile 8 Jahre alt und 7 und die werden immer ewig lang da sein. Und wenn es wirklich so wäre, dass die ausziehen, könnte man den zweiten Teil vom Bungalow aufteilen und als eigene Wohneinheit vermieten oder verkaufen oder wie auch immer. Und wir haben dann im Alter einfach nicht mehr die große Fläche zum Reinigen und es ist alles ebenerdig und sozusagen fast barrierefrei. Was ich besonders spannend finde, Michael, du hast hier alles selber gezeichnet und geplant. Genau. Und du bist aber kein Architekt. Ich bin kein Architekt, ich bin gelernter Bauzeichner, habe in der Eingabeplanung gearbeitet und habe durch das einige Erfahrungen und war immer schon kreativ, gerade was Häuserplanen so angeht. Und dann haben wir uns einfach mal hingesetzt. Zu zweit haben wir ein paar Skizzen gemacht, haben das Ganze dann ausgearbeitet und abgeglichen mit Bebauungsplan funktioniert das alles so mit Baufenster und so weiter. Und ja, das Ganze dann in ein 3D-Modell umgewandelt, dass wir uns das auch vorstellen können. Und so ist dann letztendlich der ganze Plan entstanden. Wahnsinn. Und damit dann zum Architekten nochmal gegangen. Und genau. Was hat er gesagt? Er hat gesagt, ja, habt ihr alle meine Arbeit schon gemacht oder wie? Genau, das ist tatsächlich ein befreundeter Architekt, der hat dann für uns nur noch die ganze Einreichplanung gemacht, das Ganze in einen offiziellen Eingabeplan umgewandelt und das war's dann. Und beim zweiten Haus haben wir gemeint, das wäre eine einfache Sache, aber dass ein Bungalow so schwierig zu planen ist, dass jeder Raum ein Fenster hat, dass jeder Raum eben genügend Licht hat und die Aufteilung ist nicht so einfach. Und da hat man manchmal schon schlaflose Nächte, weil ich dann wieder eine Idee hatte, die er umsetzen musste. Ja. Die Bauleute in dieser Hometour setzen bei ihrem PV-Speicher auf eine Lösung von Huawei. Denn Huawei verbindet digitale Technologien mit moderner Leistungselektronik für zukunftsfähige Energiesysteme. Im Fokus stehen intelligente Photovoltaik- und Energiespeicherlösungen. Eine durchdachte All-in-One-Lösung für die gesamte PV-Anlage. Besonders wichtig ist dabei die Sicherheit. Aktive Sicherheitskonzepte auf Zellen-, Pack- und Systemebene sorgen vor allem bei Batteriespeichern für ein hohes Maß an Schutz.
Durch Smart String Architektur und Optimizer-Technologien arbeiten die Systeme effizient und zuverlässig, ergänzt durch lange Garantielaufzeiten. Gesteuert wird alles einfach und transparent über die Fusion Solar App. PV, Speicher, Ladelösung und starke Partner greifen also nahtlos ineinander. So werden Nutzer zu Prosumenten und Energie wird intelligent genutzt. Für eine nachhaltige, zuverlässige und saubere Energiezukunft. Jetzt lasst uns doch vielleicht direkt mal starten. Wir stehen hier nämlich, also wir sind ja links abgebogen und das ist der Eltern- und Wohnbereich. Also wir haben ja im ersten Haus damals auch schon diesen offenen Bereich gehabt, also Küche, Essen, Wohnzimmer in einem, aber es war ein langer Schlauch und diesen langen Schlauch wollten wir nicht mehr, deswegen haben wir das über Eck auch geplant. Ich wollte die Küche zur Straßenseite haben, damit ich immer mitbekomme, wer nach Hause kommt, und aber das Esszimmer auch gleich Richtung Terrasse, dass man kurze Wege hat einfach. Genau. Und das haben wir versucht so umzusetzen. Wir hatten auch die Küche schon, bevor wir das Haus Lass uns mal rübergehen, wenn wir drüber sprechen. Schauen wir uns Bitte, gerne an. geht mal ruhig vor. Genau. Die hatten wir schon vorher geplant Ja, und war uns sehr wichtig und haben dann auch das Fenster dementsprechend verschoben. Wir haben ja anfangs schon diese Schieferkehre ins Auge gefasst, allerdings mit Holzfronten. Da wir uns aber dann, eben weil wir den Tisch vom alten Haus schon hatten und auch für die Holztüren entschieden haben, haben wir dann gesagt, nö, die Küche machen wir dann komplett in Schieferoptik. Einfach dieses ganze Anthrazitgraue gefällt uns und so ist ein klarer Kontrast zu den Türen, zum Boden. ja. Deswegen ist es dann so geworden. wie Ja, es ist. dass nicht die so viele verschiedene Holztöne oder Typen genau. dann da Ja. vorkommen. Genau, und es ist einfach eine cleane Optik, die ich einfach gerne mag, dieses Aufgeräumte, dieses cleane. Und von daher glaube ich, dass es auch relativ zeitlos ist und auch in Jahren noch gefällt, hoffe ich mal. Ja, ja, total. Also, dass es clean und aufgeräumt mag, sieht man auf jeden Fall. Ja, liebe Verena. Was mir natürlich hier auffällt, ihr habt auch zum Beispiel clean, ihr habt auch keinen Hängeabzug, ihr habt den hier drin, den Genau. eingebauten. Genau. Also auch das ist ja so eine Sache, ne? Ja, genau, richtig. Wir haben uns auch in diesem Raum für Spots entschieden, um einfach von oben wirklich viel Helligkeit zu bekommen. Die sind aber auch dimmbar. Also ich kann auch mal im Esszimmer dimmen, ich kann auch mal im Wohnzimmer dimmen und war für uns so die beste Lösung. Ja. Der Boden hebt sich auch nochmal schön davon ab. Was ist denn das für ein Boden? Erzählt uns mal. Das hält jeder tatsächlich auf den ersten Blick für Fliesen, Ja. ist aber ein ganz klassischer Vinyl. Ja. Es ist einfach, ja, ist pflegeleicht, Ja. schön zum Gehen Genau. und war perfekt von der Optik her. Ja. Ja, hebt sich nochmal ab von dem Dunklen auch der Küche, macht es nochmal heller, ne? Freundlicher Genau. und der Es Kontrast hält auf, ja. kommt schon mal schön raus, ja. Definitiv. Sehr schön. Ja. Jetzt haben wir gerade gesprochen über Holz von der Tür. Uns habt ihr gesagt, vielleicht gehen wir nochmal rüber zu Ja. eurem Esstisch. Ja. Genau. Da habt ihr mir nämlich vorher eine kleine Anekdote dazu schon erzählt. Die würde ich jetzt gerne nochmal für die Community hier auf Kamera festhalten. Den Tisch, den hatten wir im alten Haus schon und der hat uns so gut gefallen, dass wir gesagt haben, wir wollen diese Farbe bei den Türen und auch bei den anderen Böden, die wir in Holzoptik haben. Da haben wir einfach ein Foto gemacht, sind wir zum Schreiner gegangen und haben gesagt, wir brauchen diese Farbe, dieses Material als Türen und als Boden. Ich finde das herrlich, Ja. dass das einfach die Einrichtung dann bestimmt, wie das Haus ausgestattet ist und Ja. welches Holz da vorkommt. Ja. Herrlich. Ja, aber der Tisch alles beinhaltet, was wir toll finden. Also auch diese schwarzen Strukturen, eben dann mit diesen schwarzen Rahmen an den Türen. Und das war uns wichtig, ja. Und dann habt ihr hier, ihr habt vorher gesagt, das ist der Dark Room. Ja? Da gehen wir jetzt mal rüber, das ist nämlich das Wohnzimmer. Da könnte man jetzt natürlich sagen, vielleicht ein bisschen dunkel, Ja. aber ihr habt das ganz bewusst so gewählt. Ja, richtig. Ja, wir hatten im ersten Haus genau da hinter der Couch ein Riesenfenster und hatten immer das Problem, wenn wir dann Fernsehen schauen wollten, dass es sich nur gespiegelt hat. Also war letztendlich da immer die Rollos zu. Und dann haben wir gesagt, okay, das ist für uns nicht schlimm, wenn da kein Fenster ist. Wir haben ja dieses Heimkino-Feeling. Ja, genau. Das auch unsere Kinder sehr lieben. Also da wird dann abends nur am Fernseher Licht angemacht und mit Popcorn und so. Also das ist für uns so ein heimeliger Ort, den wir wirklich gerne nutzen. Genau. Genau. Und ihr habt mir schon verraten, auch entschieden, wir haben hier eine Wand. Genau.
Die hätte man jetzt theoretisch auch nur halb hoch machen können oder so als kleiner halbhoher Raumtrenner. Wurde euch auch empfohlen, glaube ich, ne? Ja, es hat jeder, der das gesehen hat, gefragt, warum macht sie die Wand bis nach ganz oben? Macht das halt nur halb hoch, wirkt der Raum viel offener. Aber wir haben gesagt, nö, wir wollen es so, dass das wirklich komplett abgetrennt ist, dass es ein eigener Raum ist, wo man nicht gleich reinsieht. Ja. Dass man einfach für sich ist. Ja. Ja, und die Gäste werden ja dann eigentlich vom Esszimmer gleich rausgeleitet. Also den Blick ins Wohnzimmer erhaschen die ja eigentlich nur beim Vorbeigehen dann. Geplant sind noch Akustikpaneele an die Wände, nur ein bisschen Hintergrundbeleuchtung hinter der Couch, Genau. So dass das Ganze noch ein bisschen heimeliger wird. Noch ein bisschen wärmer und Ja. dann Genau. stelle ich mir das natürlich herrlich vor, wenn es hier dunkel ist Ja. und spannender Film kommt. Ja. Gruselig, schön verstecken. Ja. Ja. Sehr cool. Genau. So, und wenn ihr dann fertig geguckt habt und sagt, jetzt reicht's, jetzt ziehen wir mal rüber ins Bett, dann habt ihr hier euren ganz privaten, wunderschönen Bereich. Ihr habt vorher gesagt, sieht ein bisschen aus wie ein Hotelzimmer. Im besten Sinne. Ja. Ich würde sagen, da gehen wir jetzt als nächstes. Dann rein. schauen wir es uns Geht an. bitte vor. Genau, das ist unser Elternbad. So, genau. Also wie gesagt, man kommt rein. Es ist einfach super sauber und ordentlich und clean hier. Und man hat also wirklich ganz schön, wenn man reinkommt, hier erstmal ganz in Ruhe diese Zeile hier mit den beiden Waschbecken, getrennte Waschbecken, wichtig. Ja. War uns sehr wichtig. Ja, genau. Ja, eine Riesendusche. Und zwar wichtig, keine Badewanne mehr. Wir hatten im ersten Haus eine Badewanne, die wurde fast nicht genutzt. Dadurch haben wir gesagt, uns reicht eine große Dusche völlig aus und die dann einfach ohne Glas. Da ist auch der Putzaufwand einfach gering. Und Sehr wertvoll. ansonsten war mir einfach nur wichtig, dass es wieder clean wirkt, genauso wie in der Küche auch. Und das haben wir versucht umzusetzen hier. Genau. Ja, genau. Jetzt habt ihr ja hier die Toilette. Gibt es da mal Leute, die sagen, ja, also als Paar habt ihr da vielleicht nicht genug Privatsphäre oder wie geht ihr so damit um? Weil ich bin sicher, das ist was, das kommt, wenn das Video kommt. Richtig, das kann sein. Also uns hat es noch nie gestört und wir haben ja noch ein Gäste-WC, wir haben noch im anderen Bereich ein Klo. Also wir haben genug Toiletten im Haus, dass man theoretisch auch mal Ausweichen könnte, genau. Haben wir auch überlegt gehabt, wie können wir es vielleicht anders planen mit Dusche und so weiter. Aber einfach durch die ganzen Gegebenheiten, die wir da haben, dass eben dann Schlafzimmer gleich anschließend ist, war einfach so diese Aufteilung mit Toilette gegenüber von der Dusche war am einfachsten. Genau. Vielleicht ist es einfach ein Zeichen, dass die Ehe gut funktioniert. So kann man es auch sehen, ja. Genau. Ja, diese Wand war nicht geplant am Anfang. Okay. Genau, aber irgendwann ist uns der Gedanke, es funktioniert nicht, wenn man dann vom Esszimmer reinkommt und sofort auf die Toilette sieht. Deswegen war die Wand eigentlich ein Muss. Ja, genau. Und von hier geht es dann weiter ins Elternschlafzimmer. Genau. Dann geht gerne mal vor. Auch wieder schön, durchdacht mit den Farben auch, sieht man sofort, ne? Mit dieser, ja, so ein schönes Blau. Wisst ihr, wie der Farbton heißt? Mitternachtsblau, glaube ich. Genau, ja. Passend, ja. Ja, genau. Genau, Ja. findet sich auch ein bisschen wieder so ein bisschen im Schrank. Auch Bett-Interior-Design findet sich wieder. Die Wand ist hell, das heißt, man hat nochmal diese Länge nochmal mehr, ja, genau. weil ihr habt schon gesagt, so eigentlich klein, wirkt aber gar nicht so. Genau, es sind nur 14 Quadratmeter. Nur 14 Quadratmeter, für das Schlafzimmer mit im Endeffekt Ankleide ist. Ja. Deswegen war uns ja wichtig, da Spiegeltüren zu nehmen und Schiebetüren, dass man eben den Platz hat da vorne. Und auch im alten Haus haben wir schon diese Farbe an der Wand gehabt, weil es einfach, die ganze Atmosphäre ist für das Schlafzimmer einfach perfekt. Ja, definitiv. Finde ich auch. Und hier, wir haben schon gesagt, das Fenster, da ist auch ein bisschen was dahinter an Planung. Richtig, ja. Erzählt mal. Also da draußen geht ja der Weg zur Haustür vorbei und auch die Straße ist auf dieser Seite. Das heißt, bodentiefe Fenster wären hier nicht gegangen. Einfach aus Blickschutzgründen und daher ist das Fenster halt hochgesetzt, aber doppelflügelig. Das heißt, zum Lüften kann man halt auch mal wirklich groß aufmachen. So, und keiner kann reingucken, es ist so hoch und ruhig habt das ja auch. Es ist ein ganz ruhiges Wohngebiet. Ja. Ihr habt nämlich auch deswegen euer Wohnzimmer
so ein bisschen kleiner auch gewählt, weil ihr gesagt habt, ist uns eigentlich gar nicht so wichtig. Wir sind viel draußen und deswegen braucht ihr vielleicht auch keine Badewanne, weil ihr habt draußen dann noch einen guten Ersatz dafür. Definitiv. Würde ich sagen, da gehen wir jetzt als nächstes mal schauen. Toyo-Möbel stehen für durchdachtes, zeitloses Design mit System. Die modularen Möbel passen sich flexibel an unterschiedliche Wohn- und Arbeitsbereiche an und überzeugen durch klare Linien, Funktionalität und Langlebigkeit. Gefertigt aus nachhaltigen Materialien, nahezu vollständig recycelbar und ressourcenschonend verpackt, verbindet Toyo Designanspruch mit Verantwortung. Ideal für alle, die Ordnung, Flexibilität und Nachhaltigkeit schätzen. Mit dem Rabattcode TOYOHELDEN10 erhaltet ihr bis zum 30.04.26 10% auf eure Bestellung unter shop.toyo.de. Einen großen Showroom mit Beratung und Verkauf gibt es in Schorndorf bei Stuttgart. So nämlich. Ja, ihr habt nämlich gesagt, wir sind wahnsinnig gerne draußen und wir machen das jetzt einfach so, wir holen uns das Urlaubsfeeling einfach nach Hause. Ja, das ist sozusagen unser Outdoor-Wohnzimmer. Erstmal unsere große Tischgruppe, wo wir mit vielen Leuten Platz haben, wenn Familie mal da ist. Dann natürlich das Kernstück, der Whirlpool, beheizt, gerade bei an kalten Abenden. Es ist wirklich ein Traum, da drin zu sitzen und das zu genießen. Auch natürlich mit Wärme, also mit Heizung, Heizstrahler, ja. den wir da noch installiert haben, dass es ein bisschen angenehmer ist. Und ihr habt hier technisch ganz schön was Cooles umgesetzt, Ja. für praktisch alle Einblicks- und Wettersituationen. Richtig. Vielleicht können wir das mal ein bisschen vorführen, was hier so geht. Also das ist ja nicht nur einfach ein Verandadach. Da Richtig, steckt sich ein genau. bisschen was drin. Das war uns auch sehr wichtig. Im alten Haus haben wir ganz normale Überdachung gehabt aus Holz mit Dachziegel. Wäre aber da von der Dachneigung einfach nicht gegangen und auch, es wäre komplett finster drinnen. Genau. Jetzt können wir in diesem Fall, wenn es wirklich nicht so schönes Wetter ist oder wenn es finster ist, dann machen wir einfach oben die Lamellen auf. Dann ist zum einen, Gleich, es Man wird merkt- hell. es wird hell. Ja. Es ist im Sommer super zum Durchlüften, wenn es mal wirklich wärmer ist, dann geht immer gleich ein leichter Genau. Wind durch. Und wenn es wirklich mal uns zu hell ist, dann machen wir einfach vorne den Screen zu, dann haben wir uns die Klutz auch gleich noch. Genau. Und da sperren wir jetzt unseren Kameramann nämlich aus, optisch. Tschüss, Matze. Und auch von der Seite, Michael, könnte ja theoretisch, da ist ja alles auch bebaut oder wird bebaut, da könnte man, gehen wir noch gerade ein Stück weiter. Perfekten Sichtschutz Ja. für den Whirlpool kann man hier einfach diese Seitenzugmarkise, ich kann das einmal vorzieht, wird eingehängt So, und so kann keiner mehr auf die Terrasse schauen. perfekt, ne? Super. Und ja, dann können wir ja mal, darf man auf den Rasen gehen? Na klar, ja, das ist zwar Rollrasen, Ja. aber der ist schon fest. Okay, dann ist gut. Habt ihr jetzt gerade schon gesagt, aber dass wir es auch noch mal im Bild haben. Die Outdoor Kitchen. Michael, dein Reich, habe Genau, ich so mein rausgehört. kleines Reich, ja. Genau. Ja, dann ein Standard-Grill würde ich mal sagen. Ja. Aber er reicht, er macht gutes Fleisch. Gutes Fleisch, Genau. gell? Ja. Ja. Das sind Bayern wichtig. Richtig, Und auch ohne always geht's nicht. time for a beer, auch Ja. wichtig. Jetzt stelle ich mir so vor, jetzt sitzt ihr hier mit eurem Glasal Wein oder Flascherl Bier in der Hand und habt endlich Ruhe, weil es ist Feierabend und die Kids sind drüben in ihrem Bereich. Genau, richtig. Schlafen da, optimalerweise sehr brav. Genau. Und das gucken wir jetzt mal an, wie die da so wohnen. Sehr gerne. Dann geht gerne vor. So, aha. So, das heißt, in rechter Hand geht es dann in den Kinderbereich rein, Genau. in dem wir uns jetzt befinden. Einmal ganz kurz vorbei hier, Gäste-WC. Dann gucken wir einmal nur ganz kurz rein. Genau. Vielleicht Klein machst und du einmal fein, kurz aber auf. ausreichend. Ursprünglich wäre der Windfang größer gewesen, aber dadurch, dass ja eigentlich nur ein Schrank drin steht, haben wir gesagt, das ist verlorener Platz. Lieber nutzen wir ihn als Gäste-WC und sind auch jetzt ganz froh drum. Glaube ich. Genau. Sehr schön. Und sehr schönes Waschbecken. Ja, das hat sein müssen und auch die Tischplatte, also wieder in diesem Holzstein
und schwarzen Optik. Und auch der Deckel von dem Mülleimer finde ich ja auch schon wieder, ne? Ja. Also es ist ja schon, Liebe im Detail ist vorhanden. In würde ich allen mal Bädern. sagen. Ja, Genau. Ja, schön. richtig. Genau. Gut, okay, dann machen wir wieder zu. Genau. Und dann hoffen wir mal, dass der Bewegungsmelder angeht. So, und dann haben wir jetzt also hier die Kinderzimmer. Man kann schon sehen, Sohn, Tochter. Vielleicht schauen wir Genau. mal, Schauen wir mal da rein. ins Genau. Jungszimmer. So, Genau. genau. Also wichtig, ja immer bei jeder Familie, ich glaube, ihr wisst es auch alle, Kinderzimmer gleich groß, gell? Ja. Und Richtig. das Ganze nicht nur von den Quadratmeter her, sondern auch optisch. Die sind wirklich 1:1 gespiegelt, Fenster und alles so gleich in Genau. beide Räume. Hat sich auch jeder in der Bauphase sein Zimmer selber aussuchen dürfen. Also die sind da im Rohbau durch und haben schon ausgetüftelt, wer welches Zimmer bekommt. Es war mal geplant, da hinten an dieser Wand noch ein Fenster zur Straße zu machen, wäre aber dann eigentlich ungünstig gewesen. Zum einen aus dem Straßenlärm, zum anderen ist wieder mit Stellen schwierig und so kann man theoretisch das Bett hinstellen. Den Schrank theoretisch schon ein bisschen anders, wenn es wäre. Ja, Oh, hell genug ist trotzdem, ne? genau. Ja, Und sie sind gleich. Und sie sind gleich. Davon überzeugen wir uns jetzt gleich mal. Genau, schauen wir und mal gehen in die- nämlich ins Mädchenzimmer einmal rüber. Und da sieht man gleich, wenn man reinkommt, tatsächlich, ja. Also da gibt es keine Diskussionsgrundlage für irgendwas. Vielleicht nutzen wir die Gunst der Stunde, um ein bisschen was über eure bauliche Zukunftsplanung zu sagen. Der eigentliche Plan oder was möglich wäre, wäre zum einen, dass man das komplett abtrennt und eine eigene Wohneinheit draus macht. Oder der andere Plan, diese Wand und die da drüben, die sind als nicht tragende Wände ausgeführt. Das heißt, die könnte man rein theoretisch irgendwann mal rausbrechen, da einen großen Raum das machen, entweder Wellnessbereich mit Sauna, passend zum Whirlpool dann, und dann eventuell gleich durchgehend, da hinten ist das Bad, dann könnte man da gleich eine Tür reinmachen. Also sind wir komplett offen, was wir da drüben da machen. Ja, würdet ihr das dann nutzen oder wäre das auch so, wenn man sagt, man kann es vielleicht vermieten oder verkaufen? Also was habt ihr da so für Ideen? Da sind wir eigentlich komplett flexibel und es war uns auch wichtig, dass wir sagen, wir bleiben flexibel, weil man einfach nicht wissen kann, was in 20 Jahren ist. Und deswegen haben wir gesagt, halt, wir lassen uns die Möglichkeit, dass wir es vermieten können, dass wir es selber nutzen können, aber keine Räume leer stehen, weil meistens kennt man es, die Kinder ziehen aus und das eine Zimmer wird vielleicht noch so ein Bügelzimmer, aber ansonsten bleiben die leer stehen und es war uns halt wichtig, dass wir trotzdem noch die Räume nutzen können. Und deswegen sind wir in allen Richtungen eigentlich offen. Man kann es vermieten, wie gesagt, man kann selber nutzen. Vielleicht geht auch ein Kind rein und nutzt als Übergangsweise, als Eigentumswohnung, wenn es zum Studieren wird oder so. Also da sind wir komplett flexibel eigentlich. Super, auf alle Eventualitäten vorbereitet sozusagen. Ja, genau. Gut, dann habt ihr gerade gesagt, ein großes, und wir haben es auch schon mal verraten, großes Kinderbad haben wir jetzt noch da. Was natürlich sinnvoll ist, wenn man es dann auch als eigene Einheit nutzen würde. Das wäre Richtig, da. genau. Und es gäbe auch eine Möglichkeit, noch eine Küche Richtig. zu machen. Genau. Gucken wir uns jetzt in den nächsten beiden Räumen an. So. Also ich muss sagen, Platz vorhanden. Wissen eure Kinder, wie gut es ihnen geht? Mein Bad ist viel kleiner. Ja, Die sind schon froh drüber, vor allem sind sie froh, dass sie ein eigenes Bad haben, weil das Ja. sind in ihrer Klasse die einzigen eigentlich mit dem eigenen Bad. ja. Planungsmäßig war uns wichtig, dass wir es wieder im gleichen Stil halten wie das Elternbad auch. Also wir haben die gleichen Fliesen, wir haben im Prinzip die gleichen Möbel. Und auch hier eine große begehbare Dusche. Dadurch, dass wir es vielleicht ja eventuell später auch vermieten oder selber nutzen wollen, sollte schon auch ein eigenständiges Bad sein. Und genau, wir wollten da keine Mauer haben, damit eben hinten genug Licht ist. Und ja, Ja, stimmt, das wäre dunkel. genau. Allerdings muss man jetzt hier sauber machen, gell? Das ist der einzige der Unterschied. einzige Knackpunkt, richtig. Machen die Kids das mit so einem Abzieher? Ach, nicht. Also, sie probieren es, aber man geht noch mal drüber. Aber was sie machen, ist Wäsche waschen, habt ihr mir verraten. Richtig. Ja, genau. Da gehen wir mal rüber Genau. im nächsten Raum. Ja, also alles drin, was man braucht. Tatsächlich, es gibt auch Genau. im Bungalow Platz, Genau. um wirklich einen großen Wäscheraum zu haben. Auch nicht mit einem Wäschetrockner-Kombi oder irgendwas, was man sonst gerne hat, platzsparend, sondern ihr habt hier wirklich alle Möglichkeiten. Genau. Genau, das ist so unser
Abstellkammer sozusagen, weil uns fehlte die Speisekammer in der Küche. Deswegen haben wir hier die Getränke lagern und eben Platz für Waschmaschinen, Trockner. Genau, das hat auch der der unsere Küche aufgebaut hat und geplant hat, der hat diesen Teil auch mitgemacht. Da haben wir das alles aus einer Hand gehabt und das war wirklich eigentlich ideal. Ja, was ihr jetzt hier nicht drin habt, ist die Technik. Ja. Genau. Die habt ihr ausgelagert. Ja, irgendwo ist dann auch in eurem Bungalow mal der Platz zu Ende, aber die Garage ist groß. Die gucken wir uns ganz am Ende noch an. Genau, super. Und dann gibt es noch einen Raum hier. Genau. Michael, da darfst du mal vorgehen. Genau. So ein bisschen dein Raum, habe ich schon so Mein rausgehört. Bereich, ja. Ja, so, also ein Traum. Alle aus der Community, die auch mal gern zocken, die werden sich vielleicht freuen, das hier zu sehen. Aber du arbeitest hier auch manchmal, Michael. Genau, ich mache ja auch im Homeoffice. Der Arbeitssitz dann hier. Aber hin und wieder wird auch mal gezockt, ganze Nacht durch. Ja, finde ich wirklich stark. Also das ist ja wirklich nochmal ein Punkt, war auch, glaube ich, euch im Grundriss sehr, sehr wichtig. 2 Kinderzimmer ist eine Sache, ist im Bungalow schon selten. Ja, richtig. Aber dann auch noch ein extra Zimmer für Homeoffice, Büro. Ja. Und ja, wie schwierig war das jetzt in der Planung, das da unterzukriegen? Es war schon sehr schwierig, dass wirklich jeder Raum sein Fest hat, dass man keinen ewig langen Gang hat. Der ist jetzt schon lang genug. Und dass man trotzdem die Räume alle unterbekommt. Ja. Und später wäre es dann wirklich einmal möglich, wenn wir gerade den Hauswirtschaftsraum sehen, da sind sämtliche Anschlüsse da, dann könnte man, wenn man es mal vermieten würde, da drüben die Küche rein, da dann Esszimmer oder einen Durchbruch machen und dann hat man... Ja, das können wir direkt mit aufnehmen, weil ihr habt ja auch ein bisschen Smart Home. Ja, genau. Und da ist jetzt nämlich wahrscheinlich der Fassade zu warm geworden. Und ihr habt Der gesagt, Fassade nicht, auf dem Raum ist zu warm. Dem Raum, aha. Da ist hinterlegt, ab einer bestimmten Temperatur und bestimmte Uhrzeit sollen einfach die Rollo auf Schlitze runtergehen, dass einfach nicht so warm wird drinnen. So, jetzt haben wir es direkt mal als Beweis gesehen. Smart sind wir auch, genau. Ja. Da kommen wir aber auch noch mal dazu. Sehr schön, genau. Und was ich auch noch interessant fand in der Planung mit den Fenstern, nicht nur, dass jeder Raum ein Fenster hat, sondern auch mit dem Blick, wenn später tatsächlich vielleicht unterschiedliche Parteien da wohnen, dass man sich nicht da gegenseitig in den Garten guckt. Da musst du da ja auch noch dran denken. Man sieht zwar den Garten raus, aber unser Bereich und die Terrasse ist da drüben und da geht kein Fenster hin. Das heißt, rein theoretisch wird man auch mal da wirklich den Garten abtrennen, da vielleicht noch einen Durchbruch machen, Terrassentür raus, dann hat jeder seinen eigenen Garten. Ja, genau. Also ich muss sagen, an was ihr alles gedacht habt, finde ich wirklich ganz toll. Ja. Das sind die Erfahrungen, wenn man das zweite Mal baut. So, wir haben nämlich gesagt, das erste Mal baut man zum Üben und das zweite Mal wird es dann ganz genauso, wie man es sich wirklich vorgestellt hat. Ja. Richtig, ja. Auf dem Weg raus gucken wir noch mal ganz kurz ins Dach, denn ein Keller fehlt natürlich Richtig, dann auch, aber Stauraum haben wir trotzdem. Haben wir Da genug. haben wir genug. Da haben wir den Dachboden, der natürlich über die komplette Fläche vom Haus drüber geht und dementsprechend groß ist. So, ihr zwei, eine Kleinigkeit gibt es noch zu sehen. Wir haben ja gerade schon gesagt, Technik habt ihr auslagern müssen aus Genau. Platzgründen, aber Technik gibt es durchaus auch zu sehen. Und da würde ich sagen, Michael, leite uns doch mal in die Garage. Sehr gerne. Also einen Stellplatz für ein Auto habt ihr hier. Genau. Genau, 2 ging nicht wegen Technik nicht. Wir haben jetzt hier noch das Innenteil von der Wärmepumpe. Ein bisschen Abstellraum natürlich. Hier noch die Elektroverteilung. Smart Home sind wir hier nicht, das haben wir nämlich komplett über Funk gelöst. Wir hatten es im alten Haus schon, diese Funklösung. Waren wir sehr zufrieden damit, dann haben wir gesagt, machen wir es hier auch wieder. Und im Bungalow bietet es sich an, hat man jetzt nicht die weiten Wege, da langt ein Repeater und fertig. Und ihr habt hier noch ein bisschen was geplant, denn ihr seid noch nicht ganz zufrieden. Ihr habt ja PV auf dem Dach, Genau. aber da kommt noch ein bisschen mehr, was der Speicher anbetrifft. Genau, wir haben schon einen kleinen Speicher, den werden wir jetzt aber noch mal weiter erweitern, dass wir einfach besser über den Winter kommen. Wärmepumpe braucht Strom, Whirlpool braucht Strom natürlich. Und was auch noch fehlt, ist die Wallbox. Da haben wir die Vorbereitung auch schon da im Verteilerkasten. Brauchen nur noch die Wallbox einbauen, Elektriker legt das Kabel, dann wären wir da auch fertig. Super. Und dann, Michael, bist du auch handwerklich ja sehr begabt. Du kannst es nicht nur in der Theorie zeichnen Ja. und alles vorbereiten, du kannst es dann auch umsetzen. Genau. Da haben wir noch so einen kleinen Traum, da freuen sich vielleicht viele. Ja. Also ich habe immer die Wünsche und er muss sie umsetzen. So finde ich das genau richtig. Genau. Ja. Genau, haben wir noch mal eine kleine Werkstatt,
Da habe ich alles an Werkzeug, was ich so brauche, was ich so im alltäglichen Leben gebrauchen kann und auch nicht. Und alles für den Garten, das findet sich da herin. Ein Träumchen. Hier oben habt ihr auch nochmal das Dach ausgebaut. Das heißt, hier ist auch nochmal Stellplatz. Das Genau. ist alles auch nochmal überdacht hier und könnt ihr da auch alles nochmal benutzen. Also Genau. ich glaube, Stellfläche und Abstellfläche habt ihr dann genug. Aber Kann man Ja. genug, ja. Gerade mit Kindern braucht man einfach viel Abstellfläche und das hatte das nicht. Ja, ihr zwei, also vielen Dank für diese Bungalow-Inspiration. Man hat auf jeden Fall gesehen, es ist möglich mit der Familie, mit 2 Kindern, mit einem Büro und allem, was ihr hier umgesetzt habt und noch mit der Planung fürs Alter in einem Bungalow zu wohnen. Also vielen Dank dafür. Sehr gerne. gerne. Schön, dass ihr da wart. Ja, gerne. Ja, liebe Hausbauhelden, und wenn ihr mehr dazu wissen wollt, findet ihr wie immer einen Link zur Hausdatenbank in der Videobeschreibung. Ja, und wenn euch das Video gefallen hat und ein bisschen was gebracht hat, lasst uns ein Like da, abonniert den Kanal und vergesst bitte, bitte nicht, auch die Glocke zu aktivieren. Dann verpasst ihr keins unserer Videos mehr.